Du hast ein Herz für Tiere. Du hast einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert. Du schaust rund um die Uhr Naturdokumentationen und verbringst deine Freizeit in Naturschutzgebieten. Du bist ein treues Mitglied beim WWF und jederzeit bereit. Du prahlst mit deinem Wissen über alle Tierarten. Wirklich alle. Doch dieser Fakt über Tiere trifft dich völlig unvorbereitet. Wiesent und Elch sind zurück in Deutschland. Du kannst es nicht glauben, denn Wiesent und Elch wurden schon vor langer Zeit bei uns ausgerottet. Du findest heraus, dass Wisente unter anderem in Polen und Deutschland wieder angesiedelt wurden. Heute gibt es wieder rund 7000 freilebende Wisente in Europa. Die Tierart ist jedoch weiterhin gefährdet und deshalb streng geschützt. Auch Elche werden regelmäßig in Deutschland gesichtet. Es gibt sogar einen berühmten Elch namens Bert. Durch sein GPS-Halsband kann die Hochschule Eberswalde Berts Verhalten beobachten. Das Besondere, Bert besucht hin und wieder eine Kuhherde. Moment mal, Kühe? Das musst du dir anschauen. Du packst deine Sachen und fährst los. Schon bald triffst du auf eine WWF-Mitarbeiterin. Hi! Sag mal, weißt du, warum Bert hier in der Kuhherde lebt? Ja, wir vermuten, dass Bert aus Polen hierher eingewandert ist und jetzt aus Mangel an einer Gefährtin zwischen Kühen lebt. Denn einst waren Elche und Wisente hier heimisch und wurden ausgerottet. Dank Artenschutzgesetzen und Jagdverboten erholen sich die Bestände, auch in Polen. Wenn du also auf der Suche nach Elchen bist, musst du dorthin, denn Bert fehlt es offensichtlich an einer Bertha. Er hat keine Bertha? Die Artenschützerin in dir erwacht. Du musst Bert helfen. Du öffnest die nächstbeste Dating-App, um für Bert eine Partnerin zu finden. Oh nein, Elche daten doch gar nicht. Du nimmst die Sache selbst in die Hand und suchst Bertha auf dem altmodischen Weg. Du durchstreifst die polnischen Wälder auf der Suche nach Bertha. Bertha! Aber ohne Erfolg. Siri? Wer weiß, wo Elche in Polen leben? Kontaktieren Sie die Westpommersche Gesellschaft für Naturkunde in Polen. Du steigst auf den höchsten Berg, den du finden kannst. Endlich erreichst du jemanden von der Westpommerschen Naturgesellschaft. Es gibt etwa 300 Wisente in Westpommern und eine Herde lebt ca. 30 bis 40 Kilometer von Deutschland entfernt. Es gibt auch Elche, die in der Nähe von der deutschen Grenze leben und regelmäßig überfallen. Allerdings gibt es viele Hindernisse, die überwinden müssen. Du bist am Boden zerstört. Welche Hindernisse können das sein? Du denkst an gerodete Wälder, Monokulturen, trockengelegte Moore, Straßen, Autos, Züge, Dörfer, Grenzzäune und Wilderei. Am besten fragst du Tobias Kümmeler von Humboldt-Universität. Du schöpfst Hoffnung. Gibt es doch noch eine Chance für Bert und Bertha? Du machst dich auf den Weg zur Humboldt-Universität, denn dort wird die Verbreitung von Wisent und Elch von Polen nach Deutschland erforscht. Hallo, komm rein. Was müsste sich ändern, damit Bertha zu Bert findet? Elche mögen vor allem Wälder, Feuchtgebiete und Moore und Wisente brauchen Landschaften, wo sich Wälder und Wiesen abwechseln. Jetzt haben wir historisch viele dieser Lebensräume zerstört, weil wir Landwirtschaft betreiben oder Siedlungen bauen. Und die Tiere müssten überhaupt erstmal zu uns kommen können. Was vor allem aber wichtig ist, ist, dass wir diese Tiere bei uns in unseren Landschaften akzeptieren. Ratlos schaltest du in den Autopilot und scrollst sinnlos durch deinen Social-Media-Feed. Ein Glück, dass Facebook und Co. dich ausspionieren. Du stolperst über das EU-Interreg-finanzierte Projekt Vosges Bonassos Crossing und ein Posting vom Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Vosges Bonassos Crossing begleitet die Rückkehr von Elch und Wisent von Polen nach Deutschland. Zusammen mit Partnern und Akteuren aus Deutschland und Polen erarbeiten wir Lösungen für ein gemeinsames Zusammenleben. Koexistenz zwischen Elch, Wisent und Mensch ist möglich, wenn Menschen frühzeitig über mögliche Risiken informiert sind und dazu bereit sind, Toleranz gegenüber diesen großen Tieren aufzubauen. Ja, sie werden sich finden! Eine tolle Botschaft! Vosges Bonassos Crossing setzt sich für Mensch und Tier ein. Ob Bert eines Tages auf seine Bertha trifft, bleibt abzuwarten. Doch Elch und Wisent werden auch in Zukunft die Grenzen queren. Vosges Bonassos Crossing begleitet die natürliche Rückkehr beider Arten von Polen nach Deutschland.
Das EU-Interreg-finanzierte Projekt erarbeitet Lösungen für die Koexistenz von Mensch, Wiesent und Elch.